Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video wieder mal kurz eine Zuschauerfrage knackig erklärt. Diese Zuschauerfrage, um die es heute geht, existiert eigentlich schon meiner Meinung nach so lange wie YouTube existiert und war vor Jahren richtig brandheiß, aber gerät so nach und nach in Vergessenheit. Ein Zuschauer hat nämlich gefragt, wie sieht es denn aus mit der Kennzeichnung auf YouTube? Zum Beispiel, wenn ich Werbung für was mache. Wann muss ich kennzeichnen? Und noch viel wichtiger, wie sichtbar müssen wir denn so ein Werbevideo kennzeichnen? Denn viele YouTuber nehmen es damit nicht ganz so genau und da steht dann irgendwo ganz unten in der Ecke links oder rechts ein kleines Werbebanner oder Werbung oder AD, was man eigentlich fast gar nicht mehr lesen kann. Das ist natürlich nicht korrekt. Worauf müsst ihr achten? Als erstes müsst ihr natürlich wissen, wann müssen wir kennzeichnen. Ehe ich das hier alles jetzt vorlese, blende ich es euch einfach mal ein. Ich gehe hier ein Stück zur Seite und ihr seht in diesen Situationen müsst ihr auf jeden Fall kennzeichnen. Und in diesen Situationen könnt ihr darauf verzichten. Es gibt noch viele Unterkategorien, wie zum Beispiel Grauzonen. Ich möchte euch mal einfach eine zeigen. Ihr seht hier, ich stehe vor euch in diesem Video und ich habe dieses wunderschöne T-Shirt an. Und dieses T-Shirt stammt von meinem Kleidungssponsor. Ich zeige einfach mal mit dem Finger drauf. Jetzt war ich sogar noch auf der falschen Stelle. Hier seht ihr ihn. Und jetzt in diesem Moment, wo ich das gerade eben gemacht habe, ist dieses Video eine Werbung gewesen und musste zumindest an dieser Stelle auch als Werbung sichtbar gekennzeichnet werden. Das kommt natürlich dann auch in Frage, wenn euer Kleidungssponsor eventuell sogar auch dieses Video komplett sponsert, dann muss das natürlich auch als Werbung gekennzeichnet werden, was natürlich hier in diesem Fall nicht der Fall ist. Wenn ihr das T-Shirt einfach nur so tragt und ja, irgendwelche Arbeiten macht oder irgendwas präsentiert, ist das Video dann natürlich keine Werbung. Dann kommen wir zu der zweiten Frage, wie groß muss denn das im Video überhaupt als Werbung gekennzeichnet werden? Das heißt, die Einblendung, Dauerwerbesendung, Werbung oder ähnliches, wie groß muss das sein? Diese Frage habe ich nun mittlerweile sehr oft bekommen und das ist wirklich ein massiver Streitpunkt in der Community. Aber hier braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die Landesmedienanstalten haben das im Medienstaatsvertrag eigentlich ziemlich gut geregelt und man kann das überall im Netz finden. Sucht einfach mal nach dieser Information in einer Suchmaschine eurer Wahl und hier gibt es viele Hinweise oder natürlich auch Richtlinien, die ihr euch da mal zu anschauen könnt. Ich kann euch ganz einfach mal folgende Tipps mitgeben. Der Text sollte natürlich im Verhältnis stehen. Wenn ihr natürlich jetzt, ich blende es euch einfach mal ein, so das Wort Werbung einblendet, ist das hoffnungslos übertrieben. Allerdings, wenn man es so einblendet, wie ich es jetzt mache, wäre das eigentlich schon ein bisschen Betrug, würde ich sagen. Denn hier versucht man in irgendeiner Weise doch zu manipulieren, sodass man es vielleicht doch nicht so ganz sieht. Worauf solltet ihr achten, wenn ihr das einblendet? Zum einen, der Text muss lesbar sein. Wenn man ihn so transparent oder durchsichtig macht, dass ihn kein Mensch mehr lesen kann, ist es natürlich definitiv nicht hilfreich und nicht richtig. Zum zweiten, der Text muss im sichtbaren Bildverhältnis stehen oder im sichtbaren Bildrahmen. Ich blende euch hier einfach mal einen Rahmen ein. Und zwar das Innere in dem Rahmen ist sichtbarer Bereich, das Äußere ist unsichtbarer Bereich. Warum nenne ich das unsichtbarer Bereich? Nicht jedes Gerät ist gleich. Es gibt TV-Geräte, Handys, Smartphones, die haben einen Notch oder die haben einen Rahmen und das könnte eventuell den sogenannten unsichtbaren Bereich abdecken. Wenn ich da natürlich das Wort Werbung schön vorsichtig reinschiebe, kann es sein, dass ein großer Teil meiner Zuschauer dieses Wort gar nicht lesen kann. Deswegen achtet darauf, dass es im sichtbaren Teil des Bildschirms ist. Dann muss das Wort im Verhältnis stehen. Das heißt, man sollte es auf den meisten Bildschirmen problemlos lesen können. Am Fernseher ist das kein Problem, aber das Hauptproblem ist, ich hole es einfach mal raus, das Smartphone. Wenn ich jetzt hier im Smartphone ein Video anschaue, dann gibt es hier natürlich mehrere Möglichkeiten, das Video abzuspielen. Zum einen in dieser Variante, im Hochkantformat. Hier muss ich dazu sagen, da kann man nicht mehr von einem Verhältnis reden. Da wird das Videobild so klein, dass ich eigentlich auf diesem Videobild so gut wie gar keinen Text lesen kann. Hier sollte man vielleicht noch sehen, dass das dass das Wort Werbung so weitestgehend erkennbar ist, dass man es hier wenigstens noch erahnen oder einigermaßen erkennen kann. Wichtiger für euch ist hier in diesem Fall gerade bei den 16:9 Videos das Querformat. Ich zeige es euch einfach mal. Wenn ich euch jetzt dieses Format
halte oder ins Bild halte, seht ihr bei mir hier oben das Wort Werbung und es ist doch noch recht gut lesbar und das ist meiner Meinung nach der Knackpunkt, an dem ihr euch orientieren müsst. Auf diesem Bildschirm sollte das Wort Werbung ohne Probleme für jeden lesbar sein. Wenn ihr das so hinbekommt, habt ihr eigentlich gut gekennzeichnet. Wenn man hier auf diesem Bildschirm das Wort Werbung nicht mehr lesen kann oder nur noch, wenn ich dann ja quasi so das Video anschaue, das heißt, ich gehe so nah ran, dass ich mir schon die Augen am Bildschirm verbrenne, ist es definitiv zu klein, um als Kennzeichnung noch gewertet oder gültig gewertet werden zu können. Das heißt im Umkehrschluss für euch, kennzeichnet bitte eure Videos so, wenn ihr in irgendeiner Form eine Kooperation habt, indem ihr wirklich sichtbar das Wort in irgendeine Bildecke schreibt, aber achtet darauf, dass ihr natürlich im sichtbaren Bereich seid, das Wort lesbar bleibt und am besten natürlich auch auf einem ganz normalen Smartphone im Querformat angeschaut oder dementsprechend auch erkannt werden kann. Eine kleine Ausnahme sind die Shorts. Hier sehe ich bei sehr vielen YouTubern, dass Werbung eigentlich so gut wie überhaupt nicht mehr gekennzeichnet wird. Aber auch in Shorts ist Werbung kennzeichnungspflichtig und gerade Shorts werden extrem oft für Werbung verwendet oder missbraucht, sagen wir mal. Und da müsst ihr dann natürlich gerade im Hochkantformat darauf achten, dass natürlich hier das Wort lesbar sein muss. Denn da haben wir wieder den ganzen Bildschirm zur Verfügung, um uns das Video anzuschauen. Und hier platziert ihr einfach auch in irgendeine Ecke das Wort Werbung, so dass es gut lesbar ist. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte deine oder man sagen eure Fragen beantworten. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr mich und meinen Kanal oder meine Kanäle unterstützen wollt, kein Problem, abonniert hier diesen Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch und schaut eventuell auf meiner Homepage nach. Dort habe ich nämlich auch eine kleine Kaffeekasse hinterlegt. Dort könnt ihr mich und meine Projekte unterstützen. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.